Kotor, die Katzenstadt. Kotor, die älteste Stadt Montenegros. Diese wollten wir diesmal besuchen und haben uns von Tivat aus für die fast eine Stunde lange Route entschieden, entlang der engen Straßen an der Bucht von Kotor. Wobei ich weiß gar nicht, ob man das so Straßen nennen kann. Da waren schon einige Passagen dem Weg entlang schon, die extrem grenzwertig waren. Der kürzere Weg wäre gewesen Richtung Budva und dann links durch den Tunnel hätten wir im besten Fall keine 15 Minuten gebraucht. Je nach Verkehr natürlich, denn auch dort in Kotor ist es ähnlich wie in Tivat relativ zäh mit dem Verkehr. Es gibt halt nur eine Hauptverkehrsstraße zwischen Kotor und der Grenze Kroatiens, wo sich halt das meiste bewegt. Eines vorweg, jeder, der mal in Montenegro ist, sollte meiner Meinung nach einen Abstecher nach Kotor planen, jedoch wohl nicht im Sommer am besten. Da muss es dort meiner Meinung nach die Hölle sein, durch die engen Gassen sich zu zwängen unter den ganzen Touristenmassen. In der Stadt selber gibt es auf jeden Fall viel zu sehen, viel Geschichte, viel zu tun. Also ich denke mal, selbst ein Tagesausflug ist fast schon zu wenig und wenn, dann ist man da richtig auf Achse. Und ja, auf jeden Fall wunderschön anzusehen. Ein Ausflug, der sich auf jeden Fall lohnt. Irgendwo stehen bleiben. Oh, ja, aber auf diesen Bordstein würde ich nicht so gerne stehen bleiben. Und dann? Haben wir immer noch deinen Führerschein nicht dabei? Nee. Der will dich schon überholen, Ja, ne? soll er überholen. Hier kann man stehen bleiben, theoretisch. Mhm. Aber schon schön hier. Ja. Hier kann ich mich hinstellen, wenn du willst. Ja. Theoretisch Lepetane, da vorne sind die Schiffe. Jetzt mit den Fähren rüberfahren. Ne? Gar So nicht. spannend ist es mit der Fähre nicht. Da ist die Fähre. Ach so, die große. Guck mal, wie gesagt, hier stehen die. Ja, ein bisschen ist hier schon was los, oder? Ja, das ist natürlich, ja. Buckel haben sie überall. Ja. Man will hier schnell weg, aber wegen dem Buckel. Romantisch. Ja, ich ziehe mir auch so einen roten Mantel und gehe mit dir spazieren. Rotkäppchen. Aber hier, da kannst du abstürzen. Ne? Meine Fresse. Nicht mal so eine Absperrung. Ne? Mhm. Auch das hier, ne? Mhm. Einfach drüber asphaltieren. Ne? Wenn du da ein bisschen zu weit rechts bist, weil du ein Rechtslenker bist, Mhm. weiß ich, warum hier da Ist keine auch noch. die Hunden fährt. Hier ist halt echt, ne? Na, Adidas? Oh, da ist ein Tourist. Das sind zwei Touristen, die haben sogar eine Maske dabei. Ich hätte mich hier gar nicht getraut, hier zu fahren. Ja? Deswegen quatscht man nicht rein, dem Fahrer, der so gut fährt. Ich habe noch Ich keinen würde nach Unfall den mit euch Gästen, gehabt. würde ich das nicht über meinen Mund. Aber ich hab nicht mal Fahren wir so? Nee, Bock hat, alle fahren ja nur zu der Fähre. Irgendwie frisch asphaltiert auch. Denn das Geld haben sie ja gut eingenommen. Hier kannst du dich auf die Bank setzen und die Wow. Bucht genießen. Guck mal, Gusuda, wie schön. Der Schlucht ist hier so ein Glascafé oder was? Panorama-Café, so heißt es. Susa, guck mal vorne. Boah. Wow. Ach, schau. Wow. Ja, dort gehen wir heute hin. Da hoch auf den Berg, wolltest du da? Wow. Leider ist nämlich die Gondel geschlossen. Ne?
Ja, Da fährt eine Kirchhof. Gondel hoch. Ja. Mal gibt es hier auch Schnee. Irgendwann Irgendwo mal. in den Bergen, ich weiß halt nicht wo, gibt es Schnee. Ja. Ach du heiliger Mhm. Kakaobohnen. Kakaobohnen. Wo ist jetzt Kotor? Hinter Auf dem der Berg. anderen Seite hinter dem Berg. Kotor ist da hinten. Da links. Ach so. Echt? Ja, dann sind wir fast auf ein Riesenloch, oder? Soll ich auf die Frau aufpassen, auf die Löcher? Auf was soll ich noch aufpassen? Auf uns. Ein Haus kaufen, for sale. Ja. Villa Daria. Nicht schlecht. Chance. Zur Ruhe sitzen. Na, ist das amazing? Hm. Ich finde es amazing. Das mit dem Auto ist nicht so. Ja, der weiß genau, dass sich das hier ausgeht. Mhm. Der weiß genau, dass ich der bin, der bremst. Mhm. Ja, da braucht einer entgegenkommen. Ne? Ja. Ein Montenegro mit 60 km/h. Vorne kommt eh schon einer. Hier ist breiter, hätte ich nicht gedacht. Kotor, hier, komm. Jetzt kann man schon langsam gucken, wo wir hier parken. Da gibt es ja irgend so eine blöde Seitengasse. Ich glaube, die hier. Parking. Nee, das ist nicht das. Das ist ein Parkdings. Ja, ist ein Parkding. Ist da jemand drin? Ja, das ist ein Schrank. Das ne? Schranke ist zu. Hier kannst du parken, aber alles voll geparkt. Ne? Jo. Drei Stunden später. Kotor in Montenegro, Weltkulturerbe, UNESCO, kennt man ja von solchen Städten, die halt touristisch so ein bisschen bekannter sind. Ja, genannt auch irgendwie so Katzenstadt, wer so ein bisschen hier durch die Gassen geht. Sehr viele Katzen, also Katzenliebe wird ziemlich ernst genommen hier. Das hat so ein bisschen einen Hintergrund aus der Vergangenheit, da ist einiges passiert und dann haben sich so ein bisschen die Bewohner zusammengetan und sich mehr um die Katzen gekümmert. Also zu dem Vergleich zu den anderen Ländern, wo wir bisher waren, sind die Katzen im Gegensatz zu den Hunden hier absolut auf dem Vormarsch und ja, Top-Haustier würde ich fast schon sagen. Ich sage mal so gefühlt 90% Katzen, was wir hier sehen, ganz wenige Hunde, auch streunende Katzen dementsprechend in der Überzahl und vereinzelt Hunde. Die Hunde werden meistens gehalten eher für, ja, zur Überwachung des Grundstückes und des Hauses. Sehr, sehr schöne Stadt, kann man nichts sagen. Zum Thema, ob wir hier auswandern würden oder ob wir uns da ein Leben vorstellen könnten, da kommt noch ein anderes Thema. Ich sag mal vorneweg, Kotor, Tivat, die Gegend nicht. Hatten wir, glaube ich, im vorigen Video schon mal so ein bisschen angesprochen. Für einen Urlaubsausflug definitiv. Also da braucht man nichts sagen. Es ist wunderschön hier und außerhalb der Saison definitiv. Ich kann mir da vorstellen, im Sommer muss es die Hölle sein. Wenn wir jetzt hier umschwenken, sehen wir hier, der Straßenverkehr ist eigentlich die Hölle. Also es staut sich, egal wo man hinguckt, an jeder Ecke. Hinten steht so ein riesen, ja, so eine Yacht. Ich weiß nicht, ob das die Yacht von Abramovic ist. Muss ich dann nachgucken. Die heißt Blue Star. Ob das jetzt die ist, die hier geparkt ist.
In Tivat stehen auch noch 2 Yachten. Ich glaube eher, dass die dort geparkt sind, weniger in der Öffentlichkeit. Die ist auch hier startfertig eigentlich. Die in Tivat, die ist zugedeckt, abgedeckt. Ich denke mal eher, dass das so seine ist, weil die irgendwie seiner Familie gehört etc. Muss man mal gucken. Blue Star, wer Bescheid weiß über Yachten, kann dann vielleicht in die Kommentare schreiben, ob das die vom Abramovic ist. Die Gassen, sehr schön, sehr eng. Wie gesagt, außerhalb der Saison, hier jetzt Dezember, Januar, absolut ein Träumchen. Komplett angenehm zu gehen, teilweise menschenleer. Speziell desto mehr man so abdriftet von den ganzen Restaurants, Kaffeehäusern, die ganzen It-Gebiete. Landschaft auch hier mit dem Berg, mit dieser Festung, mit den Festungsmauern, was da alles ist. Absolut atemberaubend. Da kannst du hier einfach nichts sagen. Also wer da sagt, das ist irgendwie nichts für ihn, ja, den kann man irgendwie dann nicht wirklich helfen. Also das ist schon ganz, ganz stark. Wir sind nämlich so ein bisschen die landschaftliche Route gefahren, die Bucht entlang. Also von Tivat sind es eigentlich 15, 16 Minuten, je nach Verkehr, wo du dann da bist in Kotor. Wir sind den Umweg gefahren rundherum. Wollten nämlich auch gucken, wo die Fähre ist, wie es da ausschaut, ob es sich lohnt, vielleicht mit der Fähre zu fahren, da wir nach Herzog Nova oder wie das heißt fahren wollen. Und dann mal gucken, ob es wahrscheinlich werden wir die landschaftliche Route nehmen, da es echt atemberaubend schön ist. Was gibt es sonst noch in Kotor? Ja, die Preise sind halt gesalzen. Also ich würde tippen, wenn man da so ein bisschen nachfragt, dass Kotor, Tivat, die Region meint, sie werden das neue Monte Carlo der Adriaküste, denn das ist hier auf jeden Fall schon saftig. Wir haben da gesehen, nicht mal hier direkt in Kotor, sondern so leicht erhöht. Irgendwo ist so ein Restaurant mit so ein bisschen Panorama und so. Also ich glaube 10 Kilometer vom Meer entfernt, komplett abgelegen. Spaghetti Carbonara für 13 €. Sahne ist nicht so teuer eigentlich hier. Wenn man jetzt so die Produkte, Lebensmittel guckt, ist wahrscheinlich Sahne noch das am wenigsten teure. Und auch Fleisch ist allgemein nicht teuer. Nudeln zum Verhältnis jetzt zu Deutschland oder anderen Ländern. Das ist alles, was sich Pi mal Daumen im Rahmen hält. Und vor allem die Küche ist halt das, was ich halt überhaupt nicht mag, wenn man irgendwo in solchen Städten ist. Wenn man in so touristischen Gegenden sind, dann hast du Pizza, Spaghetti und den ganzen Müll. Wenn ich sowas essen will, dann gehe ich nach Italien. Das ist meine persönliche Meinung. Ich brauche da nicht dieses importierte Essen. Eine Fischsuppe kann man hier sicherlich probieren. Die hat uns da zum Beispiel in Albanien schockiert. Die haben dann ein ganz eigenes Rezept, das sicherlich nett ist. Also zum Nachkochen werde ich es mal ausprobieren. Ist so ein bisschen schwierig. Ansonsten essenstechnisch, Fisch ist hier sehr gefragt. Kann man sicherlich gönnen. Wir haben uns einen Fisch von so einem Gourmet-Fischmarkt geholt. Da kommt auch noch ein bisschen so ein Thema. Ja, waren wir ein bisschen enttäuscht. Nicht vom Fisch selber, sondern von der Behandlung eines Kunden. Also die Preise dort waren schon für montenegrische Verhältnisse gesalzen. Das war irgendwie so ein exklusiver Laden, weil der Fisch noch das günstigste war. Also das fairste, günstig war es jetzt auch nicht. Aber wie man dann halt mit dem umgegangen ist. Hier ist eine Rolltreppe runter, da müssen wir dann mal runter gucken, was da großartig Spannendes gibt. Ob das einfach nur eine Unterführung ist. Ja, wie es halt bei touristischen Städten halt ist halt sehr auf Kommerz, viel Souvenirartikel, Schickimicki-Läden. Also eigentlich nicht genau das, was wir wollen. Aber ansonsten optisch kannst du nichts sagen. Sehr, sehr schön hier alles. Die Gassen absolut top, um hier spazieren zu gehen, einen schönen Ausflug zu machen. Finde ich absolut genial. Alles andere eher was für Touristen gemacht. Wenn man hier im Urlaub ist, sollte man sich unbedingt angucken. Also auch die Einheimischen, bei denen wir sind, die haben auch gesagt, Kotor soll man sich unbedingt angucken. Das ist ein Pflichtprogramm. Und ich sage mal, sicherlich, so ohne jetzt alles gesehen zu haben, mindestens Top 3 in Montenegro von der Schönheit der Städte. Wahrscheinlich sogar so die schönste Stadt, würde ich drauf tippen. Tivat war jetzt nicht so beeindruckend, war nett, aber nicht vergleichbar jetzt hier mit Kotor.
Und wir haben sicherlich noch das eine oder andere nicht gesehen. Das Katzenmuseum, da gibt es ein Katzenmuseum, ist leider geschlossen. Vieles ist außerhalb der Saison geschlossen und auch malerisch schön. Also ein Maler hätte hier so seine Freude. Ansonsten gibt es hier, das sieht man jetzt ein bisschen schwer, auf den Berg hier hoch gibt es ja eine Gondelbahn, also eine Seilbahn. Die hat leider auch geschlossen, da kann man hoch. Da müssen wir mal gucken, ob wir mit dem Auto hochfahren. Das muss auch relativ abenteuerlich sein, was ich gesehen habe. Aber wir werden mal gucken, ob es sich zeitlich ausgeht. Das ist auf jeden Fall selbst mit dem Auto ein Ganztagesausflug. Dort soll angeblich ein Mausoleum sein von irgendeinem König oder sowas in die Richtung von vor, was weiß ich, wie viel 100.000 Jahren. Ich überspitze das halt wie immer. Ihr kennt ja meine Videos ja schon. Auf jeden Fall ewig her, wo der da begraben worden ist und da eben auf der Spitze des Berges. Ist sicherlich eine interessante Sache. Und vor allem das Feeling zu fühlen, dass da halt wirklich Leute sowas oben hin platziert haben vor hunderten Jahren. Da ist leider die Seilbahn geschlossen, habe ich gesehen, 23 € pro Person hin zurück. Gibt es anscheinend auch irgendwie eine Rodelbahn bergab, also man kann einseitig, ich glaube für 13 € hochfahren, dann mit der Rodelbahn runter, die wird wahrscheinlich extra kosten, da haben wir nichts gesehen. Für so eine 3-4-köpfige Familie ist es schon ein stolzer Preis, so eine Gondelbahn hoch zu fahren. 11 Minuten dauert angeblich so die Fahrt dort hoch. Wie gesagt, ist jetzt außerhalb der Saison geschlossen, bis 31. Oktober und dann ist Ende im Gelände, aber es soll irgendwie eine Serpentinenstraße hochgehen. Irgendwas mit 30 Kurven soll es geben. Ich habe mir das auf Google Maps angeguckt. Ja, wir sind da noch ein bisschen gespalten, ob wir da uns diese Tour da hoch antun. Vor allem der Ende des Weges, ich habe mir das auf Google Maps dann detailliert angeguckt, ist ein Schotterweg. Wo halt irgendwelche SUVs hochfahren, so richtige Range Rover. Sind wir noch ein bisschen unentschlossen. Wer da oben vielleicht mit dem Auto war, gerne in die Kommentare schreiben, ob das nicht so riskant ist mit einem normalen, ja, also wir haben einen Kombi da hochfahren, der halt kein Allrad hat. Ob das Sinn macht oder ob man es lieber bleiben lassen soll und irgendwann mal mit einer Gondelbahn da hochfährt, ohne großartigen Schweißperlen. Ansonsten, wir werden wahrscheinlich so eine Bäckerei aufsuchen, die nicht so schlecht ist. Mamma Mia, vielleicht einen Kuchen, Kaffee sich gönnen. Man, hier hinten ist so eine Shopping Mall, Shopping Center, habe ich auch gehört, ist auch nichts Spannendes, irgendwie 5 oder 10 Läden. Also in den Kommentaren, in den Rezensionen auf Google lese ich mir das immer durch. Falls dir das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen und wenn du noch nicht Abonnent des Kanals bist, es ist ein kleiner Schritt für dich und ein großer Schritt für den Kanal. Du unterstützt damit die Arbeit von uns und bedanken uns fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.